Hallihallo, der Marc und Fisch Turbine sind bei mir, das ist die Michelle. Hallo. Grüß dich, Michelle. Und die Michelle stellt sich vor eine spannende Herausforderung, nämlich wir machen ein Piercing am Ohr, aber wir wissen eigentlich noch gar nicht was. Genau, ja. Wir beraten jetzt mal ein bisschen auch. Das ist möglich, also wenn ihr nicht wisst, was ihr machen wollt, macht einfach irgendeinen Ohrtermin aus und wir schauen dann wirklich, was es wird, weil wir das halt trocken und flexibel sind. So, Möglichkeit 1 war Das? ein Inner Conch. Du hast ja quasi schon ein Conch weiter oben, Genau, ja. auch von uns. Genau, ja. Da drüben ist Alles nichts. Möglichkeit 2 wäre Genau. Die zwei Conch. ein Double Conch oben. Gut. Also ich bin ein Freund davon, generell oft mehr Piercings auf einem Ort zu haben. Ja, ich finde das eigentlich auch schön. Die Frage ist, würdest du das Double Conch auf dem mal machen oder auf einem anderen dazu? Ich persönlich würde sagen, auf einem anderen Ort. Ja. Ich finde das eigentlich so, wie es ist, als Standalone schön und würde dann, ehrlich gesagt, wenn ich das mal mache, ja, da kann man natürlich, es ist immer, sag mal so, man kann immer alles machen natürlich. Also letztlich ist da auch ein guter Rat teuer, wenn ich ehrlich bin. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass die Frauen früher oder später alles machen. Wenn man dann denkt, jetzt will ich es einer doch noch haben. Inner Conch würde ich jetzt tendenziell auf dem Ohr sehen. Auf Genau. dem linken, weil das mit dem Conch Genau, gut ja. harmoniert. Inner Conch und Conch sieht schön zusammen in Verbindung aus. Das Double Outer Conch mit den Ringen würde ich auf jeden Fall auf der rechten Seite sehen. So, auch wenn natürlich könntest du auch einen Tragus stechen, Anti-Helix, du hast so eine Ohrform, eigentlich eine schöne Ohrform, wo man eigentlich alles ganz groß machen kann, was man möchte. Okay. Ich tue mir das ein bisschen schwer zu sagen, mach das oder das. Tendenziell hätte ich jetzt mal gesagt, wenn ich jetzt generell, wenn du da, jetzt hast du dir jetzt mal auf die rechte Seite gegeben, dass du halt auf beiden Ohren was hast. Okay. Ich bin nicht so der Fan, wo die Kunden nur ein Ohr komplett haben. Das mache ich nicht so. Ich gleiche das immer gerne aus, nicht symmetrisch, aber schon, dass man auf beiden Ohren irgendwie etwas hat. Okay. Ja? Ich sag, da 2, da 1 oder da 3 und da 4 oder von mir auf 3 und 3, ist ganz egal. Aber dass immer wieder auf beiden Ohren was ist. Sonst finde ich es nicht doof. Wie ist denn das mit dem Inner Conch? Da wegen die Kopfhörer. Machen eigentlich gar nichts. Also Macht normal nichts. die AirPods und alles, was so gibt, die gehen ja rein, innen rein und stören Okay. Inner Conch mit dem Tragus auch nicht, das ist egal. Okay. Ja. Liegt es jetzt nicht an dir, was du machen willst. Du willst eben die 2 drüben machen oder ist hier das? Ich wäre für die 2 drüben, weil dann hast du halt da 1, drüben 2. Und dann kann man später mal hier noch den Ring machen, aber dann hast du die Ohren ein bisschen ausgeglichen. Auf beiden Seiten etwas. Aber das ist deine Entscheidung, dein Geld, dein Ohr. Mir letztlich egal, ich mache beides total gern. Dann machen wir beides, also 3 Stück insgesamt. 3. Dann machen wir. Da den Inner Conch und da die Double Conch. Das ist immer spontan entscheiden. Ja, das ist gut. Okay, machen wir das. Gut. Ja. Du weißt, am Anfang kommen keine Ringe rein. Genau, Bei ja. gar nichts. Ne? Es kommt also nur Stecker rein. Beim Inner Conch kommen in 3 Monaten, also in 12 Wochen Ringe rein. Bei den 2 Double Conchs würde ich es auch eher auf 3 Monate sehen, weil wenn die 2 nebeneinander Okay. sind, dauert es ein bisschen Ja. länger. Bei einem normalen Conch mache ich, weiß ich schon nach 6, 7 Wochen jetzt, also halt ein Double eher nicht. Okay. Dann zeige ich mal alles an, bereite mal alles vor und tun wir die ganzen Nadeln auflegen und so sind alles brauchen. Okay? Gut. Wann warst du letztes Mal bei uns? Das war, also nach meinem Geburtstag war ich da, das war im November. Ende Okay. November dürfte es gewesen sein, da habe ich den Conch stechen lassen. Und im Jänner war Das ich ist dann. das die irgendwas mit der Ja, Nadel, genau. ne? Und im Jänner war ich dann kontrollieren, aber da haben wir noch keinen Ring reingemacht. Und ich will jetzt eigentlich auch einen Stecker da lassen, wenn ich auf das andere Ohr 2. Ich finde auch, genau, ich würde es auch sagen, lass den Stecker mal da. Das sieht alles ja auch sehr schön aus, sehr ausgeglichen. Was machst du sonst so? Ich beginne eine Ausbildung jetzt als Heimhelferin. Okay. Und ja, bevor das natürlich beginnt, noch die Piercings machen. Ja, klar. Und später ist es ein bisschen. Geht auch, wenn man die Ausbildung fertig hat, ist das kein Problem. Wenn man dann mitten in der Lehre ist, dann will man nicht mit dem, Genau, ja. mit dem Chef oder mit dem Ausbilder haben. Aber ich muss sagen, die Pflegeheime sind allgemein so. Das merke ich, dass die Pflegeheime sehr, sehr locker sind. Weil die alten Leute das eigentlich gar nicht stört. Die finden es so cool, wenn Jungen so wieder rumspringen mit verschiedenen Piercings. Und also das ist
da sind andere Berufsgruppen viel komplizierter, die in Heime, alle die im Heim arbeiten, haben eigentlich berichten mir nur Gutes. So, beim Inner Conch möchtest du auch einen Ring kaufen. Genau. Später mal, ne? Mhm. Dann müssen wir dir schon eher außen bleiben, weil die Falte vom Inner Conch bei dir recht weit vorgeht, sonst wird es ihnen nämlich irgendwann etwas zu eng. Jawohl, das passt. Das drüber hast du mir auf dem Foto schon gezeigt. Also eine gerade Stelle am Ohr. An der Falte vom links oben. Da will ich genau mittig reinmachen. Finde ich sehr schön. Zeig's dir mal, ich zeige es den Zuschauern gleich. Schauen wir den Inner Conch an. Das ist klassisch recht mittig im Ohr drin. Also einfach. Wie würde der Ring dann fallen? Der Ring, gehen wir nochmal hier, der Ring fällt. Hier ist das, der geht genau hier so rüber auf diese Bahn. Da drüben hast du hier diesen geraden Bereich hier. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt schön, wenn man da die Ringe setzt, wenn dann die Ringe hier übereinander so lappen, in diesem geraden Stück, was du da hast. Das bietet sich optisch eigentlich sehr gut an, finde ich. Ja, das wird sehr schön. Das haben wir jetzt angesprochen einfach. Das hat zum Beispiel hier auf dem Foto nicht gehabt. Deswegen ist es auch immer so, wenn dann Leute oft kommen mit Fotos von anderen Leuten, bei dir zum Beispiel ist jetzt, das ist gar nicht bei vielen Leuten möglich. Auf dem war es auch nicht so. Ja. Für das andere ist es eigentlich perfekt, die Stelle. Und jetzt kommt einer mit einem Foto von dir und sagt, ich möchte es auch so. Dann hat die aber ein Ohr wie, keine Ahnung, das aussieht wie ein Schnitzel und dann geht es halt nicht. Ne? Dann kann man natürlich auch machen, aber angepasst. Deswegen ist es ja mit den Fotos schwer, wenn da Kunden kommen und zuschauen oder ein Video. Man kriegt es immer so hin, so ähnlich, aber für jeden Kunden eben individuell, wie es ist. Also gut, meine Liebe. Gut. Glitzersteine? Ja. In weiß? Genau, ja. Ich würde sagen, beim Inner Conch 4 mm Kugeln, die zeigst du dir. Und bei den beiden oberen würde ich 3er nehmen. Okay. Dann würde ich eine größere nehmen. Das ist der Inner Conch. Genau. Okay, ja. Das finde ich schön zu dem drüben würde ich die gleiche nehmen, wie du schon hast. Du hast ja gesagt, du hast andere Farben auch, oder? Weiß, hellblau und rot. Wie schaut das hellblau aus? Kann ich das mal sehen? Nee, ist verboten. Farbenantwort ist verboten hier. Steht unter Strafe. Nach Covid-Gesetz. So, guck mal. Hast du Mundschutz? Dann will ich die hellblauen da und dann den weißen. Okay, wir könnten natürlich auch wechseln. Also, genau das wollte ich sagen, man kann auch wirklich wechseln. Das ist das Weiße oder das ist das Blaue? Genau. Gut, dann haben wir einmal weiß und hellblau und so. Sehr gut. Habt ihr irgendwelche Fragen, meine liebe Michelle? Eigentlich nicht. Haben wir letztes Mal auch ein Video gemacht? Letztens bei dem einen haben wir auch ein Video gemacht, ja. Oh. Natürlich, noch viele Videos, ich kann mir das gerne mal merken, mit dem, was die haben. Ja. Gut. Dann starten wir. Hast du denn einen Wunsch, wo wir anfangen sollen? Beim Inner Conch, ich glaube, das tut mehr wie es viel. Inner Conch wird ein bisschen mehr wehtun als das Äußere, das ist ganz klar. Das ist die Wahrheit. Dann machen wir das Inner Conch zuerst. Gut, gerne. So, gut. Inner Conch zuerst. Dann so, gehen wir mal. So. Passt. Und danach nehmen wir auch die andere. Ich finde es gut, dass du so spontan bist. Ja. Aber ich sage ja, das ist auch, das biete ich auch den Kunden an, das sage ich ja immer wieder. Man kann auch die Sachen nicht so planen und beim Termin das machen nicht genau wissen. Weil oft sagt man, naja, jetzt hätte ich doch das gern so oder so und dann ist es doch wieder anders. Deswegen bin ich da immer ganz flexibel für euch. Und wie war's? Es ging.
Kreislauf ist okay, willst du was Ja. trinken? Nein, geht. Traubenzucker. Nein, Alles alles in okay? Ordnung. Wenn ich will, muss sein. Kann ich mal kurz die Papiere rüberlegen, genau, so ein bisschen an der Kamera, perfekt. So, ich gebe das auf die andere Seite. Jetzt will ich kurz die... Wie gefällt es dir? Sehr gut. Ja, schlimm oder nicht? Es ging. Nicht so sehr, ich finde es relativ überschaubar. So, einmal Handschuhe wechseln. So, dann haben wir die Ginnaconch. So, mein Lieben, weiter geht's. Da ist der obere oder der untere? Der untere? Ist voll gemein die Frage, gell? Ich liebe das. Ja. Das ist das lustige, bisschen Ratequiz, das ist wirklich schwer. Wir haben sogar Kunden teilweise den Ginnaconch und Outerconch stehen, so wie bei dir jetzt, also drüben, Ja. auf dem gleichen Ohr aber, dass die Leute, wenn wir das jetzt direkt so machen, dass ich nicht sage, was ich zuerst steche, nur beim Stechen, ohne dass ich hinfasse, so wie jetzt, wenn ich hinfasse, merkst du es dann. Ja, aber wenn die nur beim Stechen, dass die Leute oft nicht unterscheiden können. Das ist echt lustig. Weil es einfach ein Pieksen ist, du kannst es dann doch nicht sagen, Ja. in der Rommelbar oder da oder dort. Super. Na, alle guten Dinge sind drei. Genau. Eins. Sonst geht's dir gut mit der ganzen Corona-Geschichte? Ja, es ist nervig. Ja, es ist nervig, aber es ist ein notwendiges Übel leider. Also, ich bin insgesamt schon dafür, muss ich sagen, weil es bringt ja nichts. Also der Virus ist schon bedingt Arsch wieder schon. Es gibt vielleicht viele Leute, die jetzt den gut überstehen. Ja. Es gibt auch welche, die es nicht überstehen. Und die wollen mal raten, dass die Personenkreise muss man beschützen. Und jeder hat Familie, wo er sich denkt, naja, wenn der was passiert, wäre es auch nicht schön, ne? Ja. So, das war's. Wie gefällt's dir? Sehr schön. So. Das war's mal. Gut. So, da sind wir wieder. Also, aus einem oder zwei wurden drei. Das ist typisch für uns hier. Welches war am schlimmsten? Der Innerconch. Innerconch? Zeig's mal kurz, wie die aussehen jetzt. Das ist schon mal sehr schön, finde ich. Und das wirklich schöne Ergebnis kommt dann, wenn man natürlich irgendwann mal langfristig die Ringe drin hat und die dann schön untereinander liegen. Innerconch war schlimmer? Ja, hätte ich auch fast gedacht. Das wäre auch so meine persönliche Einschätzung gewesen. So, ich erkläre mal kurz die Pflegeanleitung auf der YouTube, nochmal, dass das alle wissen und du weißt es eher, trotzdem, wenn man zu, es schadet nicht, sich das noch einmal mehr einzuverleiben. Erster Schritt, Hände waschen, Hände desinfizieren. Wenn die Hände gewaschen desinfiziert sind, nehmen wir bitte Frontalin Spray und dann Frontalin Gel. Erster Schritt Frontalin Spray. Du weißt es eh, sprühe bitte von Frontalin Spray, 2 Sprühe vorne, 2 Sprühe hinten auf. Einwirkzeit 30, 40 Sekunden. Dann nimmst du eine Küchenrolle, die Küchenrolle machst du feucht, putzt vorne hinten ein bisschen sauber und das war's. Du lässt es drin, es kommt nicht raus. Dann nimmt man das Frontalin Gel, darf man einen Tropfen nehmen, kann diesen Tropfen auf den Finger geben, Stecknadelkopf groß, wirklich wenig, viele Leute nehmen einfach zu viel. Tupst vorne hinten auf, drüben auch und bewegst vorne zurück. Okay. Nicht dran drehen, sondern nur schieben. Haare färben 6 Wochen verboten. Genau. Solarientransport 200 Stunden gehen 3 Wochen nicht erlaubt. Da hat man wenig
Haare, so wie heute, ist immer gut, wenn die Haare weg sind, bleibe ich weniger hängen, habe ich weniger Risiko, mich zu verletzen. So wie das mal aktuell gerade ist. Ja? Schlafen, du kannst drauf schlafen, auf beiden Piercings. Ich empfehle dir generell mal jetzt bei dieser Piercing-Anzahl, über ein Piercing-Kissen zu. Habe ich schon zu Hause. Hast du es? Habe ich bestellt. Und wie ist es drauf? Hast du nicht? Es nur jetzt, wenn ich die Piercings habe, ich habe es extra für die Genau. Piercings gekauft. Ja, da kann man nicht drüber schlafen als dann Genau, ja. Völlig gut, also das kann ich empfehlen. Mit angenehmer Schlaf, auf jeden Fall. 100%. Machst du mal einen Bezug? Tust du mal einen Bezug rein, die Mulde bleibt trotzdem drin, dann hast du immer einen Bezug, den kannst du wechseln. Okay. Gut, hast du noch Fragen, meine Liebe? Nein. Dann sage ich schon mal danke fürs Kommen. Dankeschön. Danke euch fürs Zuschauen, danke fürs Filmen lassen. Und wir sehen uns in 6 Wochen zu wechseln. Bleibt gesund und pass auf dich auf. Dankeschön, ja. Und dann in 3 Monaten machen wir die Ringe. So, das war's. Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal. Tschüss.